Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Da ich immer wieder Anfragen von euch bekomme, gibt es heute wieder ein Keksrezept. Und zwar zeige ich euch ein gelingsicheres und sehr einfaches Rezept für Haselnussmakronen ohne Oblaten, bei dem ihr die Zutaten einfach nur miteinander verrühren müsst. Für die Haselnussmakronen benötigt ihr 250 Gramm sehr fein gemahlene Haselnüsse. Je feiner die Nüsse gemahlen sind, desto hübscher wird das aufgespritzte Muster. Da fertig gemahlene Haselnüsse bei uns nicht so einfach zu finden sind, hacke ich die Nüsse in meinem Multizerkleinerer. Das wird zwar nicht besonders fein, aber mir gefällt das rustikale Aussehen der Makronen. Zu den gemahlenen Haselnüssen gebe ich nun Puderzucker, Vanillinzucker, eine Prise Salz, eine gemahlene Kardamomkapsel, etwas Zimt und 2 mittelgroße Eiweiße. Die Eigelbe könnt ihr einfrieren und zum Beispiel zum Bestreichen von Gebäck oder für Mürbeteige verwenden. Je nachdem, wie fein die gemahlenen Nüsse und wie groß die Eiweiße sind, müsst ihr nun der Makronenmasse unterschiedlich viel Flüssigkeit zufügen. Ich empfehle euch zunächst die Zutaten ohne die Flüssigkeit zu verrühren und dann nach und nach teelöffelweise Wasser, Zitronensaft oder Amaretto unterzurühren, bis eine geschmeidige Mischung entsteht, die sich gut spritzen lässt und nicht verläuft. Das könnt ihr zum Beispiel ausprobieren, indem ihr etwas Makronenmasse durch eine Spritztülle drückt. Damit der Spritzbeutel beim Aufspritzen nicht platzt, sollte er möglichst stark sein. Wenn ihr nur dünne Einwegspritzbeutel habt, benutzt ihr am besten 2 bis 3 übereinander. Des Weiteren kann ich euch eine große Spritztülle sehr empfehlen. Einen Link hierfür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe hier den Fehler gemacht, die Makronen direkt auf das Backblech zu spritzen. Davon kann ich euch allerdings nur abraten, bitte benutzt unbedingt Backpapier. Am einfachsten lassen sich die Makronen aufspritzen, wenn ihr den Spritzbeutel möglichst weit unten zusammendrückt und so immer nur eine kleine Portion von der Makronenmasse herausdrückt. Nachdem die Makronen vorbereitet sind, heize ich den Backofen auf 190 Grad vor und drücke die Vertiefungen für die Marmelade ein. Da ich immer wieder gefragt werde, ob man die Marmelade auch schon vor dem Backen in die Kekse füllen kann, zeige ich euch gleich mal, wie das nach dem Backen aussieht. Je nach Backofen und gewünschtem Bräunungsgrad beträgt die Backzeit 10 bis 12 Minuten. Und jetzt zeige ich euch eine von den Makronen, die ich schon vor dem Backen befüllt habe. Wie ihr seht, ist die Marmelade stark eingekocht. Sie schmeckt ganz gut, sieht aber meiner Meinung nach nicht so gut aus, wie wenn man die Marmelade nach dem Backen einfüllt. Dabei spielt es übrigens keine große Rolle, ob man fertige Marmelade verwendet oder wie hier selber kocht. Ich wollte diese Makronen mal mit einer selbstgemachten, extra fruchtigen Himbeermarmelade ausprobieren. Dafür habe ich 100 Gramm tiefgefrorene Himbeeren mit Gelierzucker nach Packungsanleitung aufgekocht. Und weil ich die Kerne nicht drin haben wollte, habe ich die Marmelade anschließend noch durch ein Sieb gestrichen. Falls euch das zu viel Arbeit ist, könnt ihr natürlich auch fertige Marmelade nehmen. Unabhängig davon, welche Marmelade ihr nun nehmt, solltet ihr diese gegebenenfalls mit etwas Zitronensaft einmal aufkochen und dann noch heiß in die Kekse füllen. Auch diese Makronen zeige ich euch natürlich noch aus der Nähe.
Ob ihr die Marmelade nun vor oder nach dem Backen einfüllt, bleibt ganz euch überlassen. Lecker sind die Haselnussmakronen in jedem Fall. Ich hoffe, auch dieses Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Und wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert und auch das Glöckchen aktiviert, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!